48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, 3 Zielfische Da ist er. und ein Pokal. Check. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventure and Fishing. I'm Adventure, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 18. und damit vorletzten Episode des YPC Boat 2024. Heute zeigen wir euch die zweite von 3 Finalfolgen. Am Vormittag ist schon einiges passiert. Bisher dominieren ganz klar die Lokalmatadoren von Fox Rage. Henry und Gerald fehlt bei jetzt schon bärenstarken Fischgrößen nur noch ein Hecht zur Fullcard. Die direkten Verfolger von Westin und Abu sind aber ebenfalls gut gestartet und auch die meisten anderen der 10 Teams können sich auf mindestens einen konkurrenzfähigen Wertungsfisch stützen. Nur bei Bullseye herrscht nach knapp 3 Stunden noch Flaute. Markus und Tim müssen sich demzufolge zeitnah etwas einfallen lassen. Gewässerwechsel gab es bislang noch keine. Dementsprechend fischen Abu, Westin, Adventure, Savage Gear, Fox und die Fisch und Fang auf dem Haringfleet, Bullseye und Rapala auf dem Rhein-Schelde-Kanal. Auf dem Volkerak angeln bislang LMAB und Strofft. Fisch. Achtung, Leute. Ist klein, aber ist Fisch. Der ist zu. Der wird zu klein sein, ja. Mal noch einen Wurf mit der Craw und dann. Zieh mal die Bahn. Ja. Ja, die Größe kann man sich nicht aussuchen manchmal, das ist so. Zu klein. Okay. Es ist kein gutes Zeichen, dass die Kleinen da sind. Die stehen eigentlich nicht mit den Großen zusammen. Eigentlich stehen die Großen woanders. Fahren wir rüber, oder? Ja komm, ich mach den Wurf noch. Ja, komm, jetzt, wenn wir gerade hier dicht am Fisch sind. Spaß. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die Einzigen sind, die auf dem Volkerak fischen, ne? Ja, habe ich auch so das Gefühl. Weil irgendwie alle sind an uns vorbeigefahren heute Morgen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Fiss und Vierhaut, die werden ihre Cranks auf dem unteren Teil des Volkeraks durchjagen. Stimmt beides nicht, obwohl der Köder im Fall von Fox Rage eigentlich ein fast todsicherer Tipp ist. Außer in der Power Hour. Oh, fuck. That was a really big one. I moved one time too much and then he already gone. We both do a half-hour fishing, so my half hour is over, so let's get Henry get a big one. Let's change. Already one in screen. Okay. Wir überlegen gerade, wann wir die Power Hour starten werden. Wir sind jetzt ein bisschen im Dilemma. Das ist jetzt unsere Zeit, wo wir gesagt haben, ja, wollen wir eigentlich jetzt machen. Jetzt hat man aber hier gerade den Barschbiss. Es ist die Frage, ob wir hier noch ein bisschen ausharrt oder ob wir jetzt wirklich die Power Hour dann starten. Aber ich denke, wir werden hier nicht mehr lange fischen, vielleicht noch 2, 3, 4 Minuten und dann geht es Richtung Power Hour. What we're trying to do right now is we have a big patch of weed more or less 20 meters in front of us, and we're trying to fish that edge. So fishing with the pole still slightly over the weeds and then just dropping it down slightly, and also fishing with some pauses. So I'm not fishing it in a constant retrieve speed, but fishing it a little bit more slow just to give that little bit of hang time, and that's usually when you get the bites. So yeah, and the thing with big pike is just don't give up. You need to spend some time because there's not like hundreds and hundreds of those big fish, but if you get one, it's so cool.
Yeah, we are definitely fishing very selectively at the moment. And it's a bit odd, like for many people, this feels like a really big bait. But I'm looking at this one and saying like, it's decent. We can still get a zander on this one. So yeah, it's a change of mind. Like 10 years ago, I would say 12 centimeter. That's a fairly big bait for catching zander, but totally shifted around. Right now, catching zander, he was talking to me and he said that he even caught a 90 plus zander on a 40 centimeter line through trout, which is insane. Fisch. Kleiner. Immerhin mal alle Fische, aber wo kommen denn die her? Die haben wir sonst nie gefangen. Nee. Da hat Johannes gerade wirklich recht gehabt. Die so kleinen haben wir hier noch nie gefangen. Aber ja, manchmal, wenn die Schwärme dann hier über solche Plätze ziehen, dann kann man da nichts gegen ändern. Ich habe gewechselt auf den Kopf mit dem Galaxy, weil der ein bisschen schwerer ist und der 7 Gramm Kopf mir zu sehr von der Strömung weggedrückt wird. Also der macht sich da fast selbstständig. Auch ein 31er. So, der geht auch schnell zurück. Dann reporte ich den schnell und dann geht's weiter. Also nochmal, mit dem 7 Gramm Kopf habe ich das Problem, dass durch die starke Strömung, durch den starken Wind hier eine starke Strömung herrscht und diese starke Strömung mir zu sehr auf die Schnur drückt und dementsprechend meinen Köder viel mehr bewegt, als ich das eigentlich will. Und mit dem 10 Gramm Kopf komme ich dann ein bisschen besser klar und kann das selber über die Spitze steuern, wie schnell der sich bewegt, auf den Steinen, auf den Muscheln, wann ich den stoppe, wann ich ihm vielleicht einen kleinen Anschubser gebe. Und die 7 Gramm, das hat nicht gut funktioniert bis jetzt. Beim Skirted-Jig-Angeln ist es wichtig, dass ihr den Köder immer sehr, sehr grundnah präsentiert. Ich kratze den einfach über Grund und dadurch, dass wir hier so eine Footballform haben, wenn er eine leichte Erhebung hat, hier zum Beispiel, und hier vortitscht, kommt er ein Stück hoch und flippt dann so da drüber, macht einen ganz kleinen Hüpfer. Und das ist natürlich super, wenn wir dann über die Steine so hüpfen, ohne dass wir es eigentlich wollen. Also jede kleine Erhebung in der Kante, da flippt er dann so ein bisschen rüber, das beschleunigt den Krebs ein ganz bisschen, sorgt dafür, dass die Scheren auch ein bisschen mehr arbeiten. Und meistens kommt eben nach dieser Beschleunigungsphase, wenn man mal irgendwo hängen geblieben ist, so dieser kleine Hüpfer, meistens kommt dann danach der Biss. Entweder der Biss kommt nur so, dass der Fisch den kurz festhält, also sich da drüber stülpt, oder halt einsaugt. Wenn der den Krebs einsaugt, dann merkt man das richtig in der Rutenspitze. Das ist fast wie ein Zandertock, nur ein bisschen dumpfer. Wenn er ihn aber festhält, dann ist es manchmal nur so, dass die Spitze einfach stehen bleibt. Also es geht nicht mehr weiter und dann haue ich ihm auch vorsichtshalber an und oftmals ist das ein Fisch. Also weiter geht's. Wir brauchen noch 2 größere. So now we are doing our last cast. And afterwards we will continue to the next spot, maybe for perch. Because there was no bite anymore on this place here. And yeah, so our next goal will be to catch maybe 3 big perch. So it worked quite good. Let's try it. Birger hat er gestern im Training hier einen Hecht gehabt. In 10 Minuten hat er ihn 2-mal gefangen. Er hatte so eine Macke an der Schnauze, konnte man erkennen. Einmal auf Barschbarung gebissen, einmal auf den Köfi Perch Head, also 2-mal Barschdekor. Er wollte unbedingt kleine Barsche fressen. Ja. So, das war mit Haken, keine Ahnung. Oh, der Barsch sieht aber gut aus, den nehme ich. Schon wieder Haken. Er hatte keinen guten Tag. Nee. Machen wir mit dem Verbrenner kurz hoch, ne? Ja. Let's go try this really shallow one for a couple of casts. Oh, what the weather is today. Big fish weather. We are really shallow right now, only 2.5 to 2.7 meters here. But sometimes, especially in this big wind, they can stay really shallow, like that. Oh, da sind gerade Barsche. Ja? Ja. Ah, lost it. Fuck. That felt like perch, I think. Felt some head shakes. That was heavy then. That was good bite, really good bite. Yeah, fish off. This one? Yeah, here, again a small one.
If the small ones are here, maybe the big ones are not here. No, not the small one. I need the big one. Fred! Yes? Come on! I'm there. Come on! I'm with you. No! Right now, you, come on! Yes! I told you guys. That's a 50. Sometimes you must try something different. Some change depth, change lures, change everything. And right now we find this beast in 2.5 meters. Yes! Wow! You're the man Wow! today. Whoa! What a massive fish is this? Really heavy, 2.8 I think. I have here some fishes over 3 kilo. In winter, this one have 3 kilo for sure. Okay. Yeah, absolutely fantastic fish is. Oh yes! It's a 50 for sure. Yes! 50! 50 in our boat. Yes. That's a good one. Thank Man. you. Let's release him. Bye, my friend. Bye. Yeah. Yes! Oh. As you can see, I'm fishing with a skipper jig with a really small crow. That's a way for our success, because right now the perches like eat a crow, but normally I'm fishing with bigger ones with something like Ilex Magic Crow in 7-8 centimeters size. But in these days, after the big competition, after the Lure Masters, I think perches are a little bit spoken, and I'm fishing well with this small type of lures. This is really magic for me in this competition. So, also wir haben die Stelle gewechselt. Wir haben jetzt unseren schönen Hecht. Wir haben einen guten Zander. Einen Zander, der als zusätzlicher Fisch mit reingeht. Der kleine vom Sascha. Und jetzt versuchen wir irgendwie die Barsche zu kriegen. An dem Spot haben Barsche in den ersten Tagen gut gebissen. Hier war jetzt aber gar nichts. Jetzt weichen wir auf 2, 3 verschiedene Stellen aus, um da aktive Fische zu suchen. Und wir stehen jetzt hier ungefähr auf 5 Meter. Haben große Muschelbänke hier, es lieben die Barsche, und ich versuche es jetzt hier mit einem Krebs und schleife den langsam über den Boden. Und Sascha, er fischt wieder mit einem Gummifisch stark über Bleit, um so die Fische zu triggern. Und das versuchen wir jetzt, um unsere Barsche zu kriegen. Sag wie es ist ein Tümmelchen. Yeah, we are on a new spot. It's like a high. We have a steep drop-off here. There should be some perch standing on that drop-off, so I'm fishing with the net rig. Johannes is casting still with the bigger lure to see if maybe there's some zander or a pike nearby as well. Junge, das wird es. Ja, ich würde sagen, sobald wir die ersten Tropfen abkriegen, hauen wir ab. Ja. Dabei ist eh nix, dann ist halt so. I got like a DC charger from Rebel Cell. We are fighting the wind quite intensively, so we're spot locking at like 7, 8, and we do want to fish this style the entire day, so I don't want to get water over the charger all the time. Can handle a lot, but being submerged doesn't feel right. Oh, das windet. Oh, fish! Yeah, do it. Nice. First fish, buddy. Good take, right? Just again on the hang time with the pull still, lifting it up. Boom! So you do the fish and I watch the rod, okay? That's a beautiful high 90 fish. And it's funny, those pole stills, for some reason, not many people use them, but this is one of our secret weapons to get those really big pike. Yes, got it. It is
94 and a half, so yeah. This is 95. Oh yeah. 95 centimeters. Yes, let's go. We need 3 more of these, buddy. 3 more of these. Yeah, here. She's ready to go. Let's get a granny. Nice one, important fish. Starker Fisch und große Erleichterung bei allen Fans der gepflegten Big Bait Angelei. Savage Gears Strategie zündet erstmals. Für alle, die mit den hier gefischten Hechtschlappen nicht so vertraut sind, erklärt Hycho die Mechanik. So the good thing about those big baits is we're using a line through system, and that means we're fishing with big heavy baits, and if you hook up into a big fish you got a lot of leverage. But this line through system gets pulled out, there's no more weight on the hooks, so as soon as you can hook up into a big fish, there's like a 99% chance of getting it in. This guy is on fire. I cannot fish. Guys, that's a good problem. Really good. Yes! Yes! Man! I change a little bit. I try to a little bit more realistic crawl with floating cross, and boom! This next biggie completely inhaled it. Okay, let's check the length of this fish. It's like 48. 48? 48. Yes. 48 centimeters. Yes, thanks God. Let's release him. Yes, 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 yes. Wir bereiten gerade die Power Hour vor und versuchen danach das Ergebnis vom letzten Mal zu reproduzieren. 2 dicke Zander, das wäre natürlich absolut sensationell. Und sobald wir die Zander dann hätten, könnten wir uns wieder auf die Barsche konzentrieren. Yes, it's on. Nice. Watch, Henry, watch out. Smearval. Oh, it's a catfish. No! An asp. And now a catfish. Unbelievable. What are you My doing, first Henry? pelagic catfish ever, and now in the tournament. Yeah, you can get it off. I don't touch it. Oh, unbelievable. He found a half-hour pelagic and then he catch a catfish. Nasty, slimy beast. There it is. A catfish. It was a nice symbol. Yeah. So, put it back. No points. Oh. But we caught a lot of predators today. But it's fun. Yeah. No, that catfish isn't fun. In der letzten Folge ein Riesenrapfen, jetzt das. Mal sehen, welche Fischart Henry als nächstes fängt. Erst einmal gehen wir aber woanders hin. Yeah, you see the fish between the plants on the right, see? See? It's pretty cool. Hey, on the left. Bream here. Yeah. That was a bream. On the left as well. See left and right fish. I think that's the breams that you see on the side fin. Yeah. I saw a bream coming in the surface here. Come and check the boat out. Yeah. Hey, what are these? Who are those? Who are those? Who are they? Yeah, they're casting breams. That's my friend Peter.
Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boot Center. Willkommen an Bord. Oh ja, jetzt ein Eis. Einmal Schoko und einmal Zitrone, bitte. Heik, leider beides nicht da, aber keine Sorge, ich habe für dich was viel Erfrischenderes. Für die perfekte Abkühlung im Sommer den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2024 schon jetzt vorbestellen. Wir haben dieses Jahr noch eine Schippe draufgelegt. Es gibt noch mehr Hardbaits, einen noch höheren Warenwert und wie immer natürlich nur exklusive Farben und wer früh bestellt, hat eine höhere Chance, ein goldenes Ticket zu ergattern. Denn einen cooleren Adventskalender gibt es nirgends. Oh, stimmt. Den Link zu Europas beliebtestem Angel-Adventskalender findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ja, ihr seht beim Barschangeln, da schnappe ich mir immer unsere Predator Perch Spinnrute. Für die kleinen Köder angel ich eigentlich nicht so gerne eine Baitcaster. Habe ich ja an der Maas schon viel mit dem Twitch Master geangelt. Und jetzt für Barschbaron auch. Das ist 2,25, 3 bis 20 Gramm Wurfgewicht. Damit kann man eigentlich alle gängigen Barschköder angeln. Also die meisten Barschköder sind ja nur in dieser Größe und damit kann man dann einfach alles machen. Ganz, ganz schneller Blank. Der T1100, ganz hoch moduliert und mit einer recht sensiblen Spitze. Da merkt man auch bei leichten Ködern, wie der unten aufkommt. Jetzt haben wir hier natürlich richtig raue Bedingungen, ne? Also das ist ja schon mit einem 10 Gramm Jigspinner, der ist schwer. Aber wenn ihr da ein bisschen mehr Windstille habt und leichtere Köder angelt, ein 4 Gramm Cebu zum Beispiel oder sowas, das merkt ihr an der Spitze, wie der unten aufkommt. Nutze ich halt auch viel zum Uferangeln. Also diese ganze feine Barsch-Spinnfischerei mache ich eigentlich alles mit dieser Route, da brauche ich keine andere dafür. Ich selbst fische da übrigens immer eine relativ feine Schnur. Das würde ich nicht jedem empfehlen. Also damit muss man dann immer schon mal ein bisschen umgehen können. Das ist nicht so jedermanns Sache, sage ich mal. Also hier habe ich jetzt eine 4 Kilo Stroft S1 drauf. Und wer also es gewohnt ist, die Bremse ganz zuzudrehen und bei jedem Anhieb durchzulasern, als ob der Blitz einschlägt, da darf man so dünne Schnüre nicht nehmen. Da muss man da mal 1-2 Kilo mehr nehmen, lieber 6 oder 7 Kilo. Ich mache das eher nicht so und dann funktioniert das. Habe die Bremse auch nie ganz zu. Aber dann seht ihr, selbst wenn so ein großer Hecht mal beißt auf den Barschköder, die Rute puffert das gut weg, dann geht auch die Bremse entsprechend. Die Häkchen, du hast ja oft kleine, dünne Hakenschafe, die sitzen. Habe ich nie Probleme mit. Aber Köderführung, je feiner ihr die Schnüre wählt, desto besser wird die Köderführung und auch die Bisserkennung und dieses Erkennen, wann ist mein Köder unten, was macht der Köder genau. Die dicken Schnüre immer ein bisschen Eigengewicht haben, durchhängen oder auch im Wasser viel Auftrieb haben. Man hat immer so Schnurbögen drin und je dünner die Schnur, desto besser ist das. Aber natürlich, wie gesagt, lieber eine Nummer safe gehen. Wenn man weiß, man ist jemand, der erschreckt sich und senzt dann gnadenlos drauf, dann lieber eine 6 Kilo Schnur nehmen, das ist besser. We need to go. We can try this and this one and I'm sure we must go for Santos. And here we go. Power Hour läuft, Mission Dickzander. 2 kleine. Sieht aber irgendwie komisch aus. It looks like it's a little bit more clear over here. On the outside, huh? Yeah. Might be better on the point. Yeah, might be better for the pike. Die sind da ausgestiegen. Alter. Das war aber so ein feiner Zupfer. Ist klein, ist klein, ist klein, ist klein. They're fooling around. This is the YPC boat finals. Yeah, man. Yeah.
Wasser, Kescher? Ja. Ah, ist ein guter Hecht. Barschbaron. Der hätte ich gerade gejickt, weißt du? Mit Gummi. Ich weiß gar nicht, wie viele Würfe, ey. Habe ich gesehen. Erster Wurf mit Jigspinner, ne? Ja. Immer das Gleiche, die Hechte, du. Oh. Stahlvorfach hast du natürlich. Ja. Ist ja klar. Ja, Wir sind keine Amateure. Alter. Oh. Das ist eine Kuh. Genau, das muss das immer so spannend sein. Ja, natürlich auch die Barschrute. Das ist Ja, Klassiker. immer. Klassiker. Der hat noch null gecheckt, dass er dran ist. Null. Jetzt. So, wir haben ein bisschen Zeit jetzt. Birger, ich hoffe wirklich, dass das ein fetter Hecht ist. Dann erspart uns das bisschen Zeit. Oh, Kinders, ey. Doch nicht in der Challenge. Ich mag gerne Drills, ne? Manche Leute mögen ja nicht gerne drillen. Ich finde das schon okay, so mit feinem Geschirr, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Stress. Wow, rein da! Yes! Er hat's null gecheckt, dass er eine Angel ist, glaube ich. Im Kescher komplett eskaliert, das Vieh. Hoppla! Das ist eine Mutti. Jawohl. Ja, da kommt der Barschbaron hier. Schön. Aber was für tolle Farbe, du, da ist makellos. Ja. Makellos. Ah, jetzt guck mal, Köder ist draußen. Guck mal. Okay. Der war nur festgeklemmt. War nur geklemmt. Ja. Null durchgepiekt, den Haken. 90 Meter, glaube ich nicht. So. Guck mal da, ist drüber oder nicht? Sag mal. Sag du. Ja. 0,5 Grad drüber, ne? Ja. Okay. Perfekt. Aufgerundet, Meter. 100 Punkte, die nehmen wir gern. Natürlich wieder paddeln. Ah, er will schon los. Okay, dann lassen wir ihn auch. Gut. Ja, das ist mit den Hechten echt interessant. Den Spot haben wir heute Morgen als allererstes gefischt, im ersten Licht. Und sind dann um die Ecke rum geangelt und sind wiedergekommen auf den Spot. Und da hat er jetzt gebissen nach mehreren Ködern. Großen Crank, Twitchmaster, Gummifisch. Erster Wurf mit dem 10 Gramm Barschbaron und da beißt er dann drauf. Ne? In Barsch. In Barschdesign. Barschdesign, ja. Das haben wir festgestellt. Sehr viele kleine Barsche hat man auf Echolot gesehen. Barschköder. Einfach Aber vor der Tonne, wie gesagt, ja. Durchgenudelt ohne Ende den Spot jetzt. Also ohne, wir sind eine Stunde hier. Manchmal ist es auch die Uhrzeit, dass Hechte mit ein bisschen mehr Licht, jetzt kommt ein bisschen Sonne, dass sie aktiver werden. Weiß man nie bei den Biestern, nie. Chaka, Mann! Oh, Mann. Also eigentlich, Gregor, fast hätten wir Hechtangeln abgehakt, ne? Mit 188. Weil der kann aber später noch upgraden. Ja, aber eigentlich können wir dann jetzt gleich zum Barschangeln gehen, ja. Weißt du? Aber komm, lass uns noch 2 Würfe hier machen. Ja, sicher. Das ist ja auch gut für Barsch, ja. Aber nur als... Ja, nur jetzt gezielt auf Barsch. Fisch nicht mehr auf Hecht, okay? Alles klar. Vielleicht ein kurzes Aufflackern von Aufregung, aber Fazit ist dann doch, Birger bleibt ein eiskalter Hund. In der Tat ein makelloser Fisch, der dank Klemmbiss auch makellos bleibt.
Damit hat die Fisch und Fang als erstes Team alle 3 Zielfische im Sack und taktisch nun alle Möglichkeiten. Bei Savage Gear ist man bezüglich der Strategie konsistent. The aim for today is to get 4 big pike. I don't think we can get a really big zander. I think the zander is the biggest liability today. We got the perch, but we're fairly confident that we can upgrade one. We're casting with big baits on a really grassy area where the wind is pushing on. It's not super comfortable to fish, and you really need to know how to operate the boat in the right way to get a good drift speed, because also the drift direction isn't ideal. It's pushing us right over the stretch of the grass, so in an angle of 90 degrees. So you can't use a drogue to drift slowly over that spot. So I'm having a trolling engine on autopilot in a certain angle. I need to step it up a notch. It's at like 60% or something, and it's pulling the boat in a certain angle that we can drift parallel towards the drop-off. It's choppy, you get a lot of waves, and the fish usually like these conditions here in the Netherlands, so hopefully we can get a couple more on this stretch. Aber jetzt müssen wir ein bisschen pokern. Ich meine, wir haben sehr starke Gegner, 9 an der Zahl, und die Barsche scheinen einfach nicht sehr aktiv zu sein, also zumindest nicht bei uns. Deswegen haben wir gesagt, bei dem Regensturm, der da kommt, wird es wahrscheinlich nicht besser beißen. Deswegen nutzen wir die Zeit gerade, das Gewässer zu wechseln, fischen dann erst auf Hecht und Zander. Und sofern wir diese Fische bekommen sollten, können wir immer noch auf dem Barschplatz da. Haben wir auch noch einen, der eigentlich auch nicht so schlecht sein sollte. Deswegen ein bisschen Gamble. Ich habe immer eine Lotterie hier, Turnierangeln. Aber es kann immer noch gut werden, deswegen dranbleiben, Daumen drücken und besser Regenklamotten anziehen gleich. Junge, hey. Wetterbedingte Fokusverschiebung bei LMAB. Der Gewässerwechsel wird natürlich etwas Zeit kosten. Die Fisch und Fang wiederum hat durch den unverhofften Hecht etwas Zeit gewonnen. Das war jetzt der Köder, 10 Gramm Barschbaron mit dem Barschdekor, weil hier wirklich viele Mini-Barsche drin sind. Und da könnt ihr mal sehen, wie knapp das war mit dem Stahlvorfach. Schaut mal hier. Also habe ich natürlich eins dran, 5 Kilo Stahl. Und hier ist der Kringel drin. Ja, also der entsteht ja meistens, wenn das ein Stück durchs Maul rutscht, das Vorfach. Das heißt, könnte man davon ausgehen, hier war irgendwo das Maul. Fisch. Und nächster Fisch. Barsch. Bla bla bla, Domeyer labert. Barbier angelt, so ist richtig. Ja, schöner Barsch. Barschdekor, ne? Mhm. Ja, zum Glück habe ich gesagt, wir gehen jetzt Barsche angeln. Gregor kümmert sich direkt. Jetzt aber. Yes, yes, yes. Kette abgebrochen. Oh, guck mal hier. Guck mal. Oh. Okay, der hat sich verabschiedet. Okay, im Kampf gefallen. So, machen wir den Bärschle. Sehr gut. Aber das ist es, ne? Gewechselt auf den Barsch und hängt. Es ist und zwar sofort harte Bisse. Nicht mehr so nur anstupsen, weil habe ich jetzt 2 Bisse gehabt, sondern bam, den will ich haben. Ja. 40. Ja, brauchen wir nicht diskutieren. Ist. Ja. Okay, alles klar? Jawohl. Wir machen weiter. Hey, 180 Punkte mit 2 Würfen. Ja, ja. Nach Großhecht-Intermezzo konzentriert sich der Barschbaron jetzt also wieder auf seine Kernaufgabe. Starker Doppelpack für Gregor und Birger. Die Fisch und Fang klettert, LMAB fährt. Bei LMAB heißt immer Safety First, deswegen fährt Enrico immer mit Schwimmweste Auto auf jeden Fall. Jetzt geht's aufs Haringfliet. Hecht und Zander erstmal, nachdem uns die Barsche so halb im Stich gelassen haben. Wenn Hecht und Zander jetzt klappt, dann hätten wir sogar theoretisch immer noch Zeit, auf Barsch zu angeln da. Denn wir denken einfach, dass Barsch einfach die meisten und einfachsten Punkte gibt. Ja, weil 3 95er Hechte zu fangen ist in der Regel schwieriger. Hier zumindest wie 3 45er Barsche. Wir haben auch noch einen guten Barschplatz im Haringfliet. Einer reicht eventuell, um dann wirklich nochmal richtig viele Punkte oben drauf zu hauen. Bleibt mal dran. Wir melden uns wieder vom Wasser dann. Bei der Angelei, pelagisches Angeln, suchen wir aktiv mit dem Boot. Wir bewegen uns, haben eine drehbare Geberstange und suchen in unserer Umgebung Fisch.
Sobald wir den Fisch haben, versuchen wir das Boot auszurichten und den Köder dementsprechend zum Fisch zu bringen. Und im Idealfall, wenn die richtig Bock haben, hämmern es gleich drauf. Wir fischen hier ein Lamelli mit einem Righead, je nachdem auf welcher Tiefe der Fisch steht, mal leichter, mal schwerer. Und das hat im Training und auch in der Vorrunde sehr gut geklappt. Jetzt drückt uns alle Daumen, dass wir das heute noch mal genauso hinkriegen. I think we had a good timing with pelagic. You already see Henry is a bit more struggling with the wind than I had. So the wind is getting stronger. So I think, yeah, we did a good job to manage already one sender. Because if we did this later, then yeah, it was a lot tougher to fish and catch a fish. Yeah, good timing. So you agree, Henry? Yeah, I think the wind will be much stronger later on in the day. So there's a fish coming. Yes, that's number 2. Oh, it's a nice solid fish. Maybe a little upgrade. Yes, it's in the net. A few more minutes to go, so I will go quickly move on. But I think it's a nice sender, a little upgrade. And hook it. Yes. On the 20 centimeter slick shad. It's 63 or 63 and a half, so 64. Let's release. A few points at least. A perch of 33, took the cleanup crawl, a lot of movement on that bait, so there should be some more. We will put it back. Yeah, fish on. Fish on? Fish on. Very good. Yeah. Good one? Yeah, it's a better one. It's a better one. I just felt the muscle bank. Luke asked me, do you feel something? I said, yeah, the muscle bank is here, and I had a bite. Get in. Yes, sir. Yes, sir. 37 centimeter perch on the creek row again. So that's an upgrade. Let's see if we can catch a bigger one. Come on, one more. Should be very possible here. Vielleicht auch eine echte. Okay, ist ein echt. Ist ab. Fuck! Fuck! Ärgerlich. Nice, Simon. Nice, man. Good job. Oh, so what a bite. What a bite. Oh, it's in the surface. Okay, Slowly but steadily. He's gonna fight. Now he's gonna fight. 3, 2, 1. Yeah, we got it. There we go. It's quite an okay pike. It's very okay pike. Berkeley 6.5 for the Zenders and for the pike. Oh, nice. Perfect. Great job, man. According to plan. Do you have? 86. Yeah, 86. Second species is in. The 4th fish of the day. I'm so happy with this fish, man. 86 is very good point, man. Very good points. This is the one we needed. Okay, release. Yes. That's it. Oh, a little bit bloody hands. That's what happens with the pike knuckles. But all worth it. 86 centimeters, 86 points. Really good. Happy with that fish, man. Really happy, man. Awesome. We say hoppa. Hoppa! Ganz wichtig, während Stroft einen bitteren Aussteiger verdauen muss, netzt Abu den 4. richtig guten Wertungsfisch ein. Bisher eine sehr überzeugende Finalperformance von Jelle und Simon, auch in puncto Teamwork.
Some first aid going on here. Look at that. The pike knuckles are being taken care of so we can continue to fish. Here we go. Over there, eh? Yeah, perfect. We're like triple blood brothers already. Yeah, blood brothers. Thank you. Right? Thank you, my friend. Let's continue. Okay. Yes. That's it for the power hour. At least we had two senders, one for the cart, 65, not that bad, could be much better, but I'm happy with it. We already have those 4 big perch, so that's good. So now it's time to find a pike. Let's go for that. Yes. Wir hatten schon 2 Fische, die dem Köder hinterhergekommen sind, aber nicht gebissen haben. Vorhin hat noch die Sonne geschienen, die ist jetzt zum Glück wieder weg. Aber es ist extrem viel Futterfisch unterwegs und das macht es halt echt schwer. Replicant carp. It's nice big baits. Just new with really nice color. Mirror carp. And I will start with the Pro Shed. This is the 20 centimeter. Really nice color, like a roach. I put on some more weight because it's pretty deep here. Hopefully we can find a nice pike here. So, fish. Got a fish. That's the sender. Oh, it's a pike. Okay. Huh? Smaller pikey. Smaller one? Yeah, I'll take it. We need it. You take it with the... I'll take it, we need it. Okay. Yeah, that's it. Perfect. 64.5. Okay. Another one for the cart, 65 centimeters. Small one, but we need to upgrade that, of course. But it's nice to have it, and it's nice to get some bites. Awesome. Felt like a sender. The bite and everything. Yeah, it's got it directly. It's a sender. There's our first sender. I was hoping it was a big sender. Sag ich, Barschbaron ist das bessere Köder zum Zanderangeln. Ach Quatsch, sei erstmal ein Zander. Pike. Ja. Egal, Bonusfisch nehmen wir. Brauchen wir dringend. Ja, gut. Ein schöner mittlerer Hecht hat er doch den Barschbaron noch genommen. Jo, dann vermessen wir schnell jetzt. Ja, ja. Drüber. 68. Ah. Der wollte schnell weiter auf die Barsche jagen. We got a good plan for the perch, Simon. Yeah. We got a good plan. Then the question is, when do we do that? That's it, huh? First, one more sender. I feel it's possible to get one more sender, yeah? Yeah, and I think we have to fish the pike spot after that. After this drift already, or? No, after the fourth sender. Yeah. The pike spot and then the perch, I think. Yeah. And then we can go back here, because then this plateau has had some rest. Yeah, but first the perch. Yeah. Never know with those perch, huh? You never know with those. Nächsten. No action. Nee, nächsten. Ha? Nächsten. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, aber der beißt nicht. Ah, schade. Jetzt haben wir nach langer Zeit wieder einen Fisch gefunden. Der ist ein paar Meter am Köder hinterher, aber nicht zugepackt. In der Vorrunde war die Power Hour noch das Ass im Ärmel. Jetzt aber scheint Bullseye das Glück verlassen zu haben. Vielleicht ganz gut, dass Markus und Tim heute nicht über die Zwischenergebnisse der anderen informiert werden. Yeah, perch, for sure. Which one? It's a 30, I think. Just a small fish, so quick measuring. It's a 30. Release him. Bam. Look like the stream is the opposite now. What? Yeah. Really strong here. Nicht der Riese, aber ei. Ja, 25. Ja, nicht die Größe, die wir uns erhofft haben. Aber es sind wichtige Punkte. Hoffentlich sind da noch ein paar mehr. Das Schöne ist, dass wir jetzt fangen können, was wir wollen. Ne? Ist völlig egal. Ja.
Alles Große bringt Punkte. Ja. Und bis jetzt bringt sogar alles Kleine Punkte. It's too much stream there. I need a little bit heavier. Here is a really strong current, because that I must use a little bit bigger lure with heavier 14 gram jig head. Kannst mir geben. Jo, ihr habt sicher gehört, der Wecker hat gebimmelt. Leider hat der Plan nicht geklappt. Es waren einfach auch andere Bedingungen wie das letzte Mal. Letztes Mal war doch einiges am Fisch unterwegs. Dieses Mal hatten wir sehr viel Futterfisch und wenig Zander. Wir haben insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Zander gesehen die Stunde. 2 haben verfolgt. 3 sogar, ja. 3 haben verfolgt, einer hat abgedreht und deutlich unter unserer Erwartung, und das bringt uns jetzt für den Rest vom Tag ganz schön in Stress. Jetzt müssen wir halt für den Zander klassisch jiggen. Da wissen wir noch nicht, wie groß das die Fische dann sind, die beißen, und wie lange wir das... Wir müssen warten, bis der Sonnenschein weg ist. Wie lange wir das machen müssen, bis wir dann auch einen Zander kriegen. Ja, ich würde jetzt auch sagen, solange die Sonne da ist, machen wir unseren Barschplan weiter. Und ich würde gerade hier noch die eine Stelle anschauen. Ja, wir fahren hier lang und dann bis wir da unten sind. Ja, jetzt seht ihr uns wieder die nächsten Minuten, Stunden hinter dem Barsch routen. Okay, let's move to our Zander spot. Yeah. Our perches are done. It's time go straight for the Zander. And when we have him, we continue with pikes. Yep. Okay. That's the plan. Fish. Zander. Oh, fuck, it came off. No. Came off? Yeah. This is Zander, dude. Kleiner Hecht, aber ein Hecht. So, da ist er. Kleine Krauthecht. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Immerhin mal ein Fisch hier. Ein Riese ist das wieder. 65. Der erste Finalfisch für Team Bullseye. Ein 65er Hecht. Ja! Und tschüss. Unser größter Struggle war der Hecht. Oh Mann. Im Kopf zumindest. Ja. Wir driften jetzt über relativ flachem Wasser mit einer ordentlichen Geschwindigkeit. Fische ich hier einen kleinen Chatterbait mit Trailer. Und das hat sich der kleine Hecht reingehämmert. Natürlich hier Barsch im Fokus, aber wir haben schon gesehen auf dem Side-Imagine, da standen auch Hechte. Sicher auch größere, aber an sich wären wir jetzt mit den Ködern schon auf Barsch eingestellt, nicht selektiv auf Hecht. We introduce Adventure fishing and functional clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit einem Lure-Drop-Abo ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lure-Drop ist für alle geil. Check www.luredrop.de und werde auch du ein glücklicher Lure-Dropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français, LureDrop est maintenant disponible en France sur le site luredrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. Bist du ein knallharter Typ? Oder doch ein Softie? Dura International, get gummy!
Really strange take on the crazy swim jig. I'm fishing the grass and I got stuck a couple times in the grass and then thought I got stuck again in a heavy patch of grass, but the patch of grass started to fight. Felt like a zander. During pre-fishing we had some really odd zander bites here as well on this stretch. It's a good sign, like 4th or 5th cast, so hopefully we get another shot. Okay, anscheinend haben wir ein Hechtnest gefunden. Da war der nächste Wurf drauf, gleicher Köder, gleiche Stelle. Ich könnte auch sagen, gleicher Hecht, der ist wieder 65. Ne, sogar mehr, schau. Zentimeter kriegen wir auf 5 hier? Ne, kriegen wir nicht. Das war vermutlich Bruder oder Schwester von dem Hechtlein vorhin. Wir wollen aber die Mutti. Da geht er auch schon. Naja, immerhin sieht die Karte inzwischen nicht mehr ganz so leer aus bei Bullseye. Adventure, mittlerweile am neuen Spot, widmet sich nun Zielfisch Nummer 2. Now we're gonna spend some time fishing for zander, and with this wind it's quite difficult to really control what we are doing, and here we fish in the middle of nowhere, so we are not going to use the live technology to really do some sharp shooting and cast directly at the fish, but more to really make sure that we fish in the right direction. And here there's some kind of a... Fred! Yes! This guy is a killer! What do we need the live for? Yes! Yes! And a good size. Second cast without live scope. Yes. Woohoo! Yes. What a nice fish again. Oh, with my really small lure, like this Dexter shot is, you can see it's completely inhaled in his nice zander mount. But look at this fish. Oh. Beautiful fish. It's 72. When it marks 72, yeah. It's a really nice zander, 72 centimeters from jigging from the bottom with really tiny lure. Yeah, thank you. Go, my friend. Yes, yes, thank you. Thank you, thank you, thank you. You're the man. Today, that's your day. Many thanks for what? For Haringvliet. Rituale wollen eingehalten werden. Nach nur 2 Würfen kann Adventure das Zanderangeln eigentlich direkt wieder einstellen. Damit geht auch der 5. Wertungsfisch auf das Konto von Jan. Und für Fred gäbe es kaum einen besseren Zeitpunkt, seinen 121 cm Hechtbaby aus der Vorrunde noch um 1-2 Zentimeterchen zu verbessern. Johannes und Enrico sind derweil endlich an neuen Ufern angelangt. So Leute, Gewässerwechsel ist erstmal vollzogen. Wir sind drin im neuen Gewässer. Die Wiese ist jetzt Hecht, also Schwerpunkt Hecht, aber als Beifang kann natürlich auch ein guter Zander kommen. Deswegen werde ich klein angeln und Johannes groß. Das hat gut funktioniert in der Hinrunde schon. Johannes hat mit den großen Ködern 2 richtig schöne, starke Hechte gefangen.
Und ich hoffe einfach, dass ich als Beifang entweder noch einen größeren Barsch bekomme mit dem kleinen Köder oder halt einen Zander. Muss man mal schauen. Das ist ja nicht so unbedingt Beifang, muss man sagen. Ja, das ist dann schon gezielter im Flachen, aber als Beifang beim Hechtangeln, sagen wir es mal so, weil wir primär eigentlich auf Hecht gehen in den Driften im Flachen, aber da stehen auch immer wieder große Zander und deswegen angle ich einfach klein. Gut, Johannes, scharf wie eine Rasierklinge. Ja, sowas von. Kommt jetzt sogar die Sonne raus. Gucken wir mal, ob die Hechte und die Zander das mögen. Yeah, good one. Yeah, big one. That's a good perch. You think it's perch? Yeah, it's a big perch. Ah, it's a pike. Ah, it's a pike. Ah, but small pike. I thought it was a big perch, but small pikey. Can you reach the 67? Small pike, 67 centimeters on the Carolina rig. The cleanup craw from the Crush City series from Rapala. At least it fills up the scoreboard. We needed a pike. Let's release it. Yes. Ja Leute, nicht, dass ihr euch wundert, dass hier keine Missverständnisse gibt. Die Geberstange packe ich hier immer nur ins Wasser rein, dass die mir aus den Füßen ist, weil, wie man bestimmt gesehen hat, haben wir ein sehr kleines Boot und ich lege die immer hier hinten drauf und ich stehe da jetzt halt beim Angeln. Deswegen kommt die ins Wasser, die ist nicht eingeschalten. Ja, deswegen, Kameramann, ich bin sowieso der Schiedsrichter. Ich wollte es nur noch mal kurz gesagt haben, dass es eben keine Missverständnisse gibt. Und jetzt geht es hoffentlich wieder auf dicke Hechte. Enrico fängt hoffentlich jetzt einen schönen Zander. Oder einen dicken Barsch. Oder einen guten Barsch. Oder einen guten Hecht. Mir eigentlich am Ende egal. Mir auch. Aber mein primäres Ziel auf jeden Fall Hecht. Wenn Zander kommt, auch gut. Kam auch schon auf die Maus. Und ja, wir driften jetzt. Holen mir noch schnell die Polbrille raus, dass ich die Nachläufer sehe und dann. Weiß ich nicht, was das ist. Nee. Grund, ne? Kraut. Yeah. Yes. It's on. Yes. I think it's a big perch. On the crankbait. On the buzzbite DR. I had a few small bites and I stopped my lure and suddenly I have a good bite. I hope it's not a false hooked bream or something, but it feels like it felt like a really good bite. Possibly a big sander. Big perch, big perch. Oh, huge perch. Yes! Yeah! What a fish. This we needed. This we needed. That's big perch. That's a good upgrade. Woo! On a crankbait. This is my favorite crankbait. This is the Buzzbite DR and it runs 4 to 5 meters deep. Fantastic, fantastic. And I felt a few bites, so I think there are more. Yeah, look at this nice perch. Like this, it's a, I think it's a 45 or something. Very good, very good. Oh, it's a good one. It's a good one. It's whoa, it's more. 48. 48. Whoa, yeah. 48. That's a good upgrade. 48 centimeters, my friends. 5 Teams fehlt inzwischen nur noch ein Fisch zur Fullcard. Bei Fox Rage ist es ein Hecht. Henry und Gerald hantieren dafür weiterhin mit Ködern, die man sonst eher bei anderen niederländischen Duos sieht. We are drifting on the wind, and then we do a long cast with the wind, and then it's here it's 4 till 6 the deep, and then we try to get around the bottom because there are the pikes hiding at the moment because they are looking already for the bait fish. You can already see it's windy and cold weather today, so the pike is going to get into the deep, to the winter areas. And yeah, I like this big bait, nice big silhouette, and I fished it on the Pike Cast Prism X
with a loose Super Duty 300. So a really nice combination to fish the big baits with. So let's make some extra casts. One more drift. One more. And one more. One more zander. We need that fourth zander, huh? For a strong card, we need the fourth. Yeah. Or we now lose an hour to get it, and we don't need it in the end because we get one more big pike. Yeah. 86 is already a lot of points. That's quite a big zander as well, huh? With the perch, it can also go quick. Yeah. You never know. So after this, the pike drift? Yeah, sounds good to me. And I think we will be able to catch another zander in the afternoon as well. Yeah, exactly. Got it. What do we have? It's not that big. Okay, fish. Yeah. Okay, hook is loose already. Yeah. Good unhooking, Simon. Thanks. Got it. Nice on the jerkbait. Good looking fish, eh? And it is 81. Approved. Got some camouflage on that one. Hoppa! Hoppa! Zilla glider and new colors. Super good lure. Yeah, there's a lot of zanders here, so maybe they feed on zander. Yeah, that's it. Okay, next. Next. Oh, getting greedy here, huh? Yeah, we're getting very greedy. Now we want a big one. Yeah, another one. Yeah, another one. Yes. Another very good bite. And it's another. It feels like a big perch again. Dat zou goed zijn, zeg. Ah, hooks. It comes off. It comes off. It's off. It's off. Damn. It's off. Shit. Ja. Das sieht schön aus. So, wir haben die Stelle wieder gewechselt. Leider kam an der Barstelle nichts. Wir sind wieder zurück auf den anderen Spot, wo wir heute Morgen angefangen haben. In der Hoffnung, dass die Barsche jetzt hier aktiv sind. Ich fische wieder mit einer Craw. Und Sascha... Der kommt, ach, was sag ich denn? Hier, der Bernstein von Aude Tonge. Kuhpaddler. Yes, sir. Wir sind aus Spezies hier, wa? Ja. Warte. Fisch. Alter. Beim Hochkurbeln. Oh Gott. Was für ein Stress. Uiuiuiuiuiui. Unfassbar! Da ist er. Jawohl. Alter, was ein Otto. Oh Mann. Unfassbar, mein Herz springt mir aus der Brust. Boah, guckt euch das mal an. Jawohl, wieder die Ace Craw komplett inhaliert. Boah, und die Schnur hält. Der Fisch hat richtig Druck gemacht. Irre. Perfekt oben drin. Oh, jetzt bin ich gespannt, was der Fisch hat. Eigentlich schade, dass wir den nicht wiegen, ne? Das ist ein Monster. 48, 47, 5, 48. Unfassbar, ich bin so erleichtert. Die ganze Zeit renne ich den Barschen hinterher. Und jetzt hat es funktioniert. Guckt euch diesen Traumfisch an. Oh Mann, ey. Junge, wie hat der denn gebissen? Alter, ich hing in der drin und auf einmal kam der und hat sich den einfach wegschnabuliert. Das ist die Fullcard, ja. Jo, das ist die Fullcard. Wir haben jetzt noch einen 45er Barsch, der 45er Zander, der raus muss, und einen 25er Barsch, der auch am besten raus muss. So, aber die Fullcard ist natürlich trotzdem Güzel Olacak, wie der Türke zu sagen pflegt. Ach, diese beiden.
In der Gruppenphase quasi das gesamte Angelequipment zu Hause vergessen. Jetzt ist auch schon wieder ordentlich Chaos auf dem Boot und das Regelwerk hat man augenscheinlich auch nicht ganz so genau gelesen. Nach kurzer Überlegung erinnert man sich dann aber doch. Jetzt laber ich hier einen von Full Cut und wir haben noch gar nicht. Jetzt aber. Ich bin bei dir. Das ist ein Barsch. Ja. Yes! Unfassbar, jetzt ist die Volker da. Boah, der ist noch mal so fett, Sascha. Das ist doch der Bruder von dem. Wahnsinn! Ich werf hinterher, vielleicht ist da noch einer. Junge. Boah, außen gehakt, innen gehakt. Der wollte es wissen. Wahnsinn, noch so ein dicker Fisch. Der ist vielleicht noch größer. Und? 52. 51,5. Jawohl! Oh, irre, Sascha. Wahnsinn. Unfassbar. Oh, guckt euch den Barsch an. Ist der lang. Oh. Was für ein Megafisch, mein Lieber. Yes! Sascha. Unfassbar. Damit haben wir die Full Cut. Yes! Absurd! Stroft hat auch in der zweiten Finalfolge das letzte Wort und macht die Karte mit diesem Endzeitbarsch nun wirklich voll. Was für ein irrwitziges Finale bisher. Sebastian und Sascha übernehmen die Führung. Sowohl Fox Rage als auch Adventure würden mit einem Hecht aber sofort wieder deutlich vorbeiziehen. Abu und die Fisch und Fang könnten mit einem 6. Wertungsfisch ebenfalls wieder aufschließen. Dahinter klafft zwar eine kleine Lücke, die ist aber längst nicht groß genug, um die anderen 5 Teams im Kampf um die Medaillen vorzeitig abzuschreiben. Genügend Zeit, alles offen. Die Zeichen stehen hier ganz klar auf Drama bis zum Schluss. Welches Team auf der Zielgeraden am besten performt und sich am Ende zum YPC Boat Champion kürt, erfahrt ihr in der alles entscheidenden letzten Folge dieser aufregenden Staffel. Am kommenden Sonntag, 18 Uhr. Ciao.